Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute darf ich hier wie versprochen einen der kleinen Hukmannen zeigen. Also diese kleinen Figuren, die hinten ans Hohenzollern-Modell rankommen. Also das ist ein Modellbauschiff, was hier im Krieg zerstört wurde und wo jetzt gerade jemand dran arbeitet und eine der besten Rekonstruktionen anfertigt. Und dafür darf ich eben diese kleinen Figuren schnitzen. Und das soll dann mal hier im Technikmuseum in Berlin gezeigt werden. Aber ich will nicht zu hoch greifen, sondern das ist einfach nur meine Aufgabe, die ich hier umsetzen darf. Und ich wollte es gerne mal zeigen, weil alle Zuschauer, nehme ich an, kennen ja auch das Wort Wasserspeier. Also das sind so ganz toll gestaltete Fabelwesen, die aber ins Ornament übergehen, eben von den Steinmetzen, meistens dann in Sandstein gemacht, an den gotischen Kirchen ganz oben dran, wo auch wirklich dann Wasser rauskommt, wo meistens irgendwie noch so ein Rohr oder sowas eingesetzt ist, dass der eben nicht sofort kaputt geht, sondern auch lange hält, wo dann wirklich Wasser rauskommt. Und da sieht man eben, dass das so miteinander kombiniert ist, Ornamentik und Figur, wenn man so will, oder Fabelwesen. Und das gibt es also massig so in der Kunstgeschichte, in Reliefen, in Skulpturen und so. Und hier fällt das eben besonders ins Auge und deshalb wollte ich es gerne mal mit reinnehmen und zeigen. Einfach nur mal hier den Prozess ein bisschen zeigen, wie ich daran gearbeitet habe. Vielleicht kann man ja was da rausholen. In der Mitte des Videos gehe ich noch mal kurz darauf ein, im Handbuch der Ornamentik. Wen das vielleicht mehr interessiert, kann sich das ja auch gern besorgen. Das ist sicherlich sehr kryptisch und technisch, aber ja, da kann man viele Beispiele rausziehen, wenn man das wirklich mal in der Hand halten will und nicht nur im Internet suchen will, dann ist das eine gute Quelle, um vielleicht auch ein Gesellenstück zu entwerfen oder eben eine individuelle Schnitzarbeit, die eben auch was Besonderes ist. Kann man ja auch natürlich schnitzen oder im Stein, klar. Da ist natürlich auch sehr reizvoll, weil diese ganzen Linien und Schwünge natürlich sich auch da im Material gut umsetzen lassen, gerade auch wenn das etwas größer ist. Ja. Also ich denke, das ist eine super Quelle, da zu einer eigenen Gestaltung überzugehen, zum Beispiel in Gesicht oder so mit dem Ornament zu kombinieren. Das Haupt der Medusa ist da auch eine Referenz, die man da nennen kann, wo das in die Richtung schon geht, was natürlich sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Aber wenn man das sehr symmetrisch macht, alles auf jeder Seite Spiegel exakt oder gleich, dann ist das sehr ornamental, wenn man so will. Und man kann das ja auch ein bisschen noch vereinfachen und dann wird es auf jeden Fall ornamental. Da kann man also wirklich dran denken, dass das eine ganz tolle Gestaltungsmethode in der Bildhauerei ist, was einfach ein Riesenpotenzial in sich birgt. Okay, ich wünsche allen viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht gibt es Anreize, etwas nachzumachen oder selber zu gestalten. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin jetzt hier an einem dieser Hukmannen dran. Die habe ich jetzt ausgesägt, diese Figur. Zwar soll das dieser hier werden jetzt. Die anderen sind schon geschnitzt worden. Den wollte ich jetzt mal zeigen. Das ist der letzte, der jetzt noch von der Reihe hier unten zu machen ist. Der hat also irgendwie so einen Helm auf. Dann sehen wir hier so blattartige Ornamente. Hier vorne haben die wie so eine Art, ja, wie so eine Wasserspritze anscheinend oder so eine Art Wasserspeier in einer besonderen Form halt. Sehr stilisiert, ohne irgendeinen Kopf, sondern das ist einfach nur wie so ein kleines Loch anscheinend. Der Bauch ist extrem dick hier unten. Das sieht man jetzt hier kaum, aber wir wissen, dass das so ein Ornamentband aus übereinander liegenden Blättern ist. Kann ich ja mal kurz hier noch einen in die Kamera halten. Hier sieht man jetzt schön die Blätter. Ja, hier oben ist so ein sehr vereinfachtes Etwas, wo eben wahrscheinlich Wasser rausspritzt.
Das könnten, ja, sind es Brüste oder was soll es genau sein? Dieses Haar ist hier hornartig. Bei dem hier unten entsteht so ein Blatt hier, so eine in sich eingedrehte Schnecke oder Volute und hier so schuppenartige Ornamente eben und auch hier unten so eine Volute mit stilisierten Akanthusblättern und hier unten eben diese Plinte, wo die Figur dann am Schiff andockt. Da wird hinten wahrscheinlich noch ein bisschen was weggeschliffen werden müssen. Ups. Ja, ich arbeite jetzt hier hinten zum Beispiel diese, das Ausgeklinkte hier ein bisschen nach, dass das dann mehr am Strich rankommt und dann konzentriere ich mich auf die Vorderseite, weil wenn das jetzt hinten noch ein bisschen zu dick ist, das kann man ja dann da noch was wegschleifen entsprechend. Ich nehme halt hier so einen Stich 8, ungefähr 10 mm, der kann auch von mir aus 8 mm sein. Und damit werde ich jetzt am Anfang hier so ein paar Schnitte setzen, um Schnitt an Schnitt praktisch, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und rauszuholen. Am Anfang mache ich auch ein paar Messerschnitte auf jeden Fall. Mich haben Leute manchmal gefragt, ob du eine Fräsmaschine hast, also ob ich sowas vorfräse. Weil wenn man jetzt hier nämlich so Schnitt an Schnitt macht, ja, sieht man ja immer diese pfannenartigen Rundungen. Und das könnte also ein Fräser gewesen sein, denken dann manche. Aber nein, ich habe das dann immer so Schnitt an Schnitt gemacht, weil mir das eben erlaubt, jetzt zum Beispiel unterm Kinn mal lang zu fahren oder schon so ein bisschen diese Augenhöhlen rauszuholen und Haare auch so anzuschneiden. Also ich kann damit eine plastische Form erzeugen oder auch ein bisschen in die Tiefe kommen, dass die Nase herauskommt. Da kann ich alles mit einem Eisen machen. Und weil ich halt immer gucken muss, dass ich hier an meiner Zeichnung bleibe oder an dem Foto. Das ist ja nun zerstört worden leider. Wir haben ja nur diese Fotos. Im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und deshalb müssen wir uns danach richten. Muss ich halt immer abgleichen, ja. Und das ist ein bisschen schwierig, dass ich dann, wenn es jetzt eine komplett eigene Arbeit wäre, könnte ich auch sagen, ich mache hier ein paar dominante Schnitte und muss da gar nicht so rumschnippeln, ja. Also man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich muss mich da aber jetzt ein bisschen vorsichtiger heranschneiden. So, da nehme ich halt mein Schnitzmesser am Anfang, breche erstmal ein bisschen die Kanten. Und werde dann aber noch auf das Hohleisen überschwenken. Also so komme ich hier jedenfalls gut klar. Jetzt habe ich wieder eine Hobelbank eingespannt. Das ist einfach nur so ein Abfallstück Linde. Ich muss mir mal irgendwie was Richtiges bauen, was ich dann immer benutze. Es muss ein bisschen tiefer wie die Bank sein und hier unten könnte so eine kleine Mulde auch sein. Und ja, wie auch immer man es gern hat, ob man so ein bisschen schräg macht oder vertieft oder dass es gerade ist. Auf jeden Fall machen das einige Schnitzer. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Manche nehmen das auch nur in die Hand und schnitzen ohne irgendeine Auflage. Ich mache das jetzt eigentlich hauptsächlich, ich würde es eigentlich nur in die Hand nehmen. Es geht auch so ganz gut. Aber dann kann ich das nicht mehr schön filmen. Es hängt auch mit dem Video zusammen.
Kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt also das grob rausgeschnitzt und mal die Kanten schärfer gemacht. Sprich, ich habe hier wirklich mal mit einem Hohleisen diese Rundungen zum Beispiel reingestochen oder eben hier unten einen scharfen Schnitt gemacht, wo ich ja erst, als ich das mehr oder weniger so angelegt habe, hier mit dem Hohleisen noch ein bisschen diese Form verwaschen gehalten habe, wie man es hier oben noch ein bisschen sieht, weil ich halt immer wieder abgleichen muss mit meinen Bildern und so und ja, das Ganze ein bisschen vorsichtig ausarbeiten muss. Wie gesagt, wenn das jetzt mehr eine freie Arbeit ist, wo es jetzt nicht so sehr darauf ankommt, dass das möglichst so gut es irgendwie daran passt an das Alte, dann könnte ich hier auch schneller arbeiten und ein bisschen besser diese Stiche und so setzen oder ja, mir da so ein bisschen eigenes System auch machen, wie ich halt gut damit klarkomme. Ja, das hier ist so eine Friemelarbeit. Und hier ist interessant, ne, dass hier hinten, das läuft ja hier so als Hohlung an und wird dann nach hinten wieder breit. Das ist eben vorne hier so schön schmal, wie soll ich sagen, kanzelpultartig oder halt wie so ein Fuß irgendwie so schön ausgearbeitet ist, was hier unten so von der Platte her anläuft. Und das Komische ist, diese Figur hat irgendwie so einen Helm auf. Ich weiß auch nicht, was das jetzt genau sein soll. Die sehen auf jeden Fall alle anders aus. Die sind alle so ein bisschen unterschiedlich von der Proportion her. Das ist alles irgendwie verschoben. Wo das sitzt manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen tiefer und hier ist immer was anderes und so. Und das habe ich jetzt immer so als so eine Volute gemacht. Nochmal ein kurzer Blick in die Fachliteratur. Also hier sieht man eben, wie so ornamentale Gestaltungen vom Tier abgeleitet sind und dann ins Ornament übergehen. Zum Beispiel, also das gehört mit zur Ornamentik oder hier solche Grotesken, ja, dass wir hier also wie einen Delfin sehen, der aber dann in der zweiten Hälfte des Körpers in ein Akanthusblatt übergeht und diese Voluten sich hier zeigen und dann dieses ganze Band hier unten so eben gestaltet ist, ja. Also spannende Sache und das hier ist nochmal so eine Großaufnahme von einem dieser Hukmannen, wo man das auch nochmal sehr deutlich sieht, ja, dass eben hier diese Ornamente schön in die Figur übergehen und diese gestalten, ja, dass das hier wie so eine Konsole wirkt und also wo man auch früher Möbel und so in der Richtung gestaltet hat und Schnitzarbeiten natürlich und hier eben das in eine Figur sogar übergehen kann. Auch hier sieht man das eben, dass das vorne irgendwie wie ein Fischkopf ist und dann hinten ganz ornamental wird, so im Bereich des Schwanzes und auch hier, ja, das richtig krasses Ornament daraus entsteht und vorne wir so einen Kopf sehen und sowas. Gibt es natürlich ganz tolle Sachen und die Arbeiten zeichnen sich dann natürlich aus durch ganz starke Exaktheit und so, das muss man auch erstmal hinbekommen. Ich denke, das ist auch eine riesen Fundgrube, wenn man jetzt hier zum Beispiel auch überlegt, was könnte man als Gesellenstück machen. Ja? Also wenn ein Steinmetz sowas abliefert, das ist schon mal was ziemlich Brillantes und ziemlich Gutes. Also da kann man sehr viel rausholen aus diesem ganzen Thema, weil das gehört mit zur Ornamentik. Ja? Ich habe aber hier diese anatomischen Bezüge und dann sozusagen Übergang ins Ornament. Da haben wir ja natürlich etliche Beispiele aus der ganzen Kunstgeschichte und in den gotischen Kirchen und so weiter. Also da gibt es ja massig praktisch, wo man solche Dinge sieht. Auch hier sehr interessant, ne? Dass das dann, also ja, wie den Kopf sogar gestaltet, ja, das Ornament an sich, dass daraus sozusagen wie ein Gesicht entsteht. Also da kann man auch tolle Verfremdungen machen und das auch vielleicht sogar zu einem eigenen Stil irgendwie entwickeln. Wollte ich nur mal kurz gezeigt haben, hier aus meinem Buch und mit den
Arbeiten, wo ich gerade dran bin, kann man das schön mal mit der Fachliteratur verbinden. An der Seite, da waren keine so richtigen Bilder da ist nur eins und da habe ich das jetzt auf die Figuren übertragen, weil das da bei dieser einen Darstellung eben so gemacht wurde hier. Das ergibt für mich aber auch Sinn, weil hier überall diese ornamentalen Elemente drin sind, ja, und das tut sich eben hier so in so einem schönen Schwung darüber setzen. Ich merke gerade, kann ich hier noch ein bisschen diese Hohlung schöner machen. Also wenn man sich Bilder zum Beispiel mal raussucht und das als Relief schnitzt oder so, das ist auch eine gute Schnitzübung. Ich weiß, viele sind nicht so scharf auf Übungen und wollen irgendwas Fertiges immer gleich schnitzen. Aber was spricht denn dagegen, sich mal sowas auch hinzustellen oder zu verschenken? Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Art Fabelwesen-Drachen, kann es ja auch sein, was dann vielleicht sogar cool aussieht, als Relief geschnitzt. Und wenn ich sage, okay, ich habe das jetzt verstanden, dann mache ich es meinetwegen als Vollplastik oder so hier in dem Bereich irgendwie. Ich glaube, der Drachen ist da sowas, was auch bestimmte gesellschaftliche Gruppen irgendwie spannend finden und was auch richtig was hermacht, wenn man sowas, also diese Verbindung von Tier und Ornament aus dem asiatischen Raum kennt man das ja auch, was auch einige Schnitzer machen. Also wirklich faszinierend, ne? Wie gut die das zum Teil hinbekommen und wie ja, virtuos das dann erscheint, wenn man so ein Ornament in seiner Detailliertheit in eine tolle Form hineinbringt. Auf dem Körper eines Drachens im Gesamtzusammenhang, wie der sich in S-Kurven schwingt und so. Da muss ich schon sagen, da bekomme ich auch so ein bisschen Lust, wenn ich sowas sehe, mal selber sowas zu machen. Auch wenn ich jetzt vielleicht religiös oder da nicht so dahinter stehe, aber das ist schon spannend, sowas. Genau, und da gibt es zum Beispiel auch in dem Museum in Liechtenstein in Sachsen, also in dem Ort Liechtenstein, dieses Dez-Zentrum, wo auch solche Arbeiten ausgestellt sind. Wird ja sicherlich irgendwann wieder mal möglich sein, dahin zu gehen. Da kann man sowas schön studieren, ne? Also so Ornament, Figur, Tier, Ornament, wie das alles ineinander verschwimmt. Also gerade mit den Arbeiten aus Asien, die dort stehen, die auch sehr qualitativ hochwertig sind, kann man sowas auch sich angucken. Und bei manchen Sachen weiß ich allerdings auch nicht, wie sie das gemacht haben, die so krass sind und so kompliziert, völlig irre sind. In so durchbrochenen Reliefen oder in mehreren Etagen hintereinander mit Blättern und Bäumen, alles geschnitzt, wo man sich fragt, Wahnsinn. Erstens, wie lange hat das gedauert? Zweitens, wer kann sowas? Und drittens, wie geht das überhaupt? Was auch von seiner Darstellungskraft her absoluter Wahnsinn war. Ja gut, kommen wir jetzt wieder zu den Niederungen unserer Schnitzarbeit hier. Das war so ein bisschen der Zwischenstand. Ich werde das jetzt schön sauber schnitzen, dann kommt hier, das können wir ja dann gleich im nächsten Schritt mal machen, so eine Reihung von Ornamenten darauf. Ungefähr hier so. Da werde ich immer so einen Hohlstich mit dem Hohleisen reinsetzen. Dann von unten beginnend dagegen schneiden.
Und hier kommt auch noch so eine Reihe hin. Das mache ich dann ein bisschen versetzt, dass das hier endet und dann hier wieder endet. Dass ein bisschen versetzt ist, diese Reihe. So. Ja, und das wird dann eben zum Beispiel hier mit dem Hohleisen so reingestochen. Dass ich da die Form nutze und dann noch von unten dagegen stechen werde. Besonders schön finde ich immer auch die Bäuche hier dieser Figuren, dass die so knubbelige Bäuche haben und diese Blätter hier oben, die auch so schön ja, das Gesicht eigentlich betonen, umspielen. Das finde ich auch immer ganz klasse gemacht. Also ich glaube, da kann man auch was rausholen. Und das Schöne ist eben auch hier dabei, wenn man sich jetzt nicht so krass nach diesen Vorlagen richten muss, da hätte ich auch Gestaltungsspielräume. Ja? Da kann ich also auch ein Fabelwesen machen und gerade wenn das Dinge sind, die es jetzt so nicht gibt, ne, dann wird da auch nicht sofort jeder irgendwelche anatomischen Fehler erkennen, weil es das ja ohnehin, es gibt da praktisch keinen Fehler. Ne? Das ist ja das Interessante. So wirken auch diese Figuren auf mich. Ich denke, man sieht das hier schon leicht im Bild, dass die sind alle unterschiedlich und das sieht völlig verrückt aus hier irgendwie, das Gesicht und so, und der hat so einen richtigen Pilzkopf fast schon mit dieser Frisur und der sind eher so Hörner, ja, also was man da alles machen kann. Mega spannend. Gut, ich schnitze weiter.
Kurz zum Abschluss noch mal ein paar Worte. Also jetzt ist er mehr oder weniger sauber geschnitzt. Ist natürlich überall noch so ein paar kleine Schnitzspuren zu sehen, was insbesondere hier ja auch sehr reizvoll ist, ja, dass ich da noch sehe, wie der Stich eben so richtig schön reingeht und das Ganze auch schön genau gestochen ist und man sieht wirklich, dass das so hier aus Ornamenten besteht, mehr oder weniger die Figur, dennoch den Bauch man erkennt, den Kopf und so und den Helm halt und dass die anderen Elemente, also Arme, nicht vorhanden sind und Beine dann wirklich in diesen ornamentalen Schwung hier übergehen und in dieses Blattwerk und hier unten nochmal diese Akanthusblätter, die dann das Ganze ins Schiffsmodell eben überführen. Und hier haben wir dann auch noch so Ornamente, die eben auch geschnitzt sind und so passt sich das dann an in dieses alte Schiffsmodell, weil man ja früher sehr viel Wert gelegt hat auf diese ganze Ornamentik. Und das ist jetzt halt mal so eine Figur, die übertragen wurde ins Ornament hinein. Und das Ganze zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass wir hier Wiederholungen haben, ja, dass das eine Reihung hat, das Ganze. Und auch in einen gewissen Rhythmus natürlich auch. Wir haben verschiedene Charaktere darin. Hier, das sind alles unterschiedliche Figuren, aber dennoch ist alles ja im gleichen Ornamentstil geschnitzt und auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, freizügig oder besonders gestaltet. Und ich habe jetzt praktisch den hier geschnitzt und das wäre eben das Äquivalent auf dieser Seite hier. Da hätten wir jetzt den hier, da habe ich den gemacht und das ist eben der auf der Seite. Genau, und hinten kann ich jetzt hier noch ein bisschen was wegmachen. Wenn das jetzt angepasst wird, kann man da noch mal ein bisschen ran. Deshalb ist das hier noch ein bisschen mehr einfach. Im Original sind die nur so halb plastisch, also so ein bisschen angeschnitten, dass hinten am Rücken eigentlich was fehlt und dass das dann wirklich ins Schiff übergeht. Also auch da ein bisschen spannend gemacht das Ganze, weil man ja immer dazu neigt, das eigentlich vollplastisch zu machen. Ich denke, das war mal ein ganz schöner Auftrag, habe ich hier mal gezeigt. Ja, viel Freude beim Nachmachen oder beim Ausprobieren solcher Dinge, Ornamentik, Fabelwesen, romanische Figuren an Kirchen oder Drachenwesen, denke ich, eignen sich dazu hervorragend, wo man sowas umsetzen kann. Wasserspeier auch sehr bekannt, sehr beliebt, auch für Steinmetze. Was ganz, ganz toll ist, wenn das jetzt groß wäre, in einem Stein oder so, würde das auch wirklich richtig eine Wirkung erzeugen und was ganz, ganz Tolles sein. Also da viel Freude auch beim Herumexperimentieren und Nachmachen. Das soll es hier gewesen sein. Bis bald. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn dir es gefallen hat, lass gern ein Abo da, abonniere gern diesen Kanal, dann verpasst du keine dieser Videos mehr, die regelmäßig erscheinen sollen. Und like das auch gerne, wenn es dir gefallen hat. Dann sehe ich natürlich auch das an dem Feedback, dass es mir ein bisschen hilft, das auch einzuschätzen, wie das so ankommt. Dafür danke ich dir auch recht herzlich, auch für das treue Verfolgen dieser Inhalte oder vielleicht sogar jetzt bis zum Ende geschaut zu haben. Also vielen Dank dafür. Und gutes Vorankommen mit deinen Arbeiten, woran du gerade bist. Bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.